So. Na, doch mal sehen. Kenn ich, kannte ich schon. Wieso? Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Aufrichtigkeit positiv. Dann steht von meiner Seite aus der Adoption nichts mehr im Wege. Frau Wolf, ich weiß nun, dass diese Verpartnerung auf einem Betrug basiert. Und diesen Betrug muss ich als Amtsperson melden. Du wirst immer Maxis Mama 2 bleiben. Egal ob mit so einem scheiß Adoptionsfisch oder ohne. Warum kommen Sie nicht einfach zu uns aufs Schloss? Der beste Ort, um sich auszuruhen. Du machst dir immer noch Hoffnungen auf Sebastian. Ich habe Tanja schon geliebt, da kannte ich Frieda noch nicht mal. Aber jetzt kennst du sie. Und der Gedanke lässt sich nicht mehr los. Das hier sieht ja wohl so aus, als würdet ihr euch anschmachten. Ich habe gern geholfen, aber jetzt will ich Abstand. Ich habe hier eine tolle Chance, als Rebekkas Assistentin ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Und darauf möchte ich mich ganz und gar konzentrieren. Ausschließlich. Die letzte Modenschau war ein Kracher. Nein, wirklich, es war ein voller Erfolg. Die Leute waren richtig begeistert und ich bin sehr, 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 sehr stolz auf euch. Aber jetzt steht uns die Pret-à-Porter-Kollektion ins Haus und ich brauche wieder eure ganze Kraft. Aber ich bin mir sicher, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird auch das eine Show, die die Leute umhaut. Ich danke euch sehr. Das war super. Schulz? Kann ich Sie kurz sprechen? Wenn es sich um etwas Berufliches handelt, Sie wissen, ich möchte mich hier nur auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, ich auch. Was meinen Sie? Ja, das wollte ich nur klarstellen, dass ich ansonsten Abstand will. Ist angekommen. Und wenn Sie sich jetzt bitte was zu schreiben suchen würden, ich muss ein paar Aufgaben verteilen. Das sollten Sie Ihrer Assistentin mitteilen. Ich nehme meine Arbeitsanweisungen direkt von Rebekka entgegen. Sie wissen genau, dass ich keine Assistentin habe. Ein Mann in Ihrer Position? Das wundert mich jetzt aber. Ach, Rebekka, was liegt an? Also, ich habe hier diese Schuhrolle. Brauche ich eine Rolle? Mhm. Oh nein. Das ist bestimmt die Anzeige. Weißt du, reicht es denn nicht, dass Dana nicht Maxi adoptieren darf? Müssen wir jetzt auch noch wegen Betrug drankommen? Mach doch erst mal auf, Jess. Der ist für Dana. Dann lesen wir erst mal, was die genau schreiben, bevor wir Dana damit verrückt machen. Keine Anzeige? Ja, doch. Aber wegen Falschparkens. Das hat mit der Nagel und dem Jugendamt nichts zu tun. Oh. Zum Glück. Dana ist nämlich schon genug durch den Wind. Also sie will überhaupt nicht darüber reden, über die Sache. Sie zieht sich zurück, sogar von Maxi. Dabei sind wir doch trotzdem eine Familie. So, ich muss los. Hey, was ist mit dem Frühstück? Ich habe heute wirklich viel mit Stück zu tun. Dana, warte mal, guck mal, hier ist ein ganz süßer Artikel über den Kölner Zoo. Da sind gerade ganz viele Jungtiere. Wollen wir da nicht mal hin, Maxi? Es wird ihm bestimmt gefallen. Ja, aber die nächsten Tage ist echt schlechtes Wetter gemeldet. So. Verstehst du jetzt, was ich meine? Und ganz egal, was für ein Konzept Hellström für die Pret-à-Porter-Kollektion vorschlägt. Du lässt ihn bitte ausreden, ja? Ich werde ihn nicht unterbrechen. Ich werde ihm sogar höflich zuhören. Ich kann gar nicht genug bekommen von diesen Antworten. Hey, Hallo. Hallo.
Du willst weg? Das Krankenhaus hat angerufen. Die wollen den Ultraschalltermin von morgen auf heute vorverlegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde mich nicht in einen übervollen Bus quetschen. Euer Chauffeur fährt mich. Wenn irgendwas sein sollte, dann rufe ich dich an. Könntest du das Konzept mit Hellström vielleicht auch ohne mich besprechen? Ich meine, solange die Ärzte sagen, dass sie sich noch schonen soll, würde ich sie wirklich ungern alleine fahren lassen. Kein Problem, wir besprechen das Budget einfach später, ja? Warte. Ich fahr dich. Gibst du mir eine Sekunde? Echt? Schön. Dann warte ich draußen. Ich bin total entspannt. Nicht nur, was Tore Hellström angeht. Ich liebe dich dafür. Die Details müssen rausgearbeitet werden. Hier die Schleifen, hier die Blüten, oben am Dekolleté und genau. Okay. Caro? Ich möchte mich bei dir in aller Form entschuldigen. Ich weiß jetzt, dass du Marlene nichts von Tore und mir erzählt hast. Schon in Ordnung. Tut mir sehr leid mit eurer Trennung. Wenn ich dir irgendwas abnehmen kann, sag einfach Bescheid. Du weißt, dass ich ordentlich was wegarbeiten kann. Ja, das können wir gerne so machen. Das ist eine gute Idee. Ja, also bisher sind wir perfekt im Zeitplan. Wir sollten nur so schnell wie möglich das Fitting mit Giselle nachholen. Gut, das kann ich gleich nach der Mittagspause mit ihr beginnen. Dann aber Ja. ohne Schulz. Nach meinem Meeting mit Sebastian und dem blonden Gift fahre ich erstmal mit ihr zu diesem Stofffabrikanten. Zu Herrn Sommerfeld? Das steht gar nicht auf meinem Terminplan. Ja, das habe ich auch eben erst entschieden, weil diese fitzeligen Stoffproben hier, die bringen mir rein gar nichts. Ich will die ganzen Bahnen vor mir sehen und ich brauche eine größere Auswahl. Wenn Sie meinen, aber da muss ja nicht ich unbedingt mit. Doch, zum Protokollieren. Ich kann doch meine eigene Sauklaue gar nicht lesen. Aber Rebecca sollte die Stoffe mit auswählen. Das können wir ja schlecht ohne sie. Also Tore weiß genau, was ich will. Moment. Hier ist alles notiert. Ja? Sonst noch irgendwelche Anmerkungen oder Ideen, Schulz? Sascha kommt auch mit. Der wird auch den Wagen fahren und die Stoffe mit einladen. Sie werden also nicht mehr zum Schleppen missbraucht. Männer. Ihr könnt auch in jeder Lebenslage essen, oder? Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, wer mit Dana zusammen ist. Du oder ich? Dana hat einen herben Rückschlag erlitten. Davon muss sie sich erst mal erholen. Es braucht Zeit. Da hilft's nichts, wenn du auf heile Familie und Zoobesuche machst. Doch, weil ich ihr damit zeigen kann, dass sie zu Maxi und mir gehört, auch ohne so einen dämlichen Wisch. Und Jessie, du hast Angst, dass sie nichts mehr von euch wissen will. Komm, das ist albern. Dana liebt Max mehr als alles andere auf der Welt, selbst wenn sie es wollte. Sie würde ihn nie vernachlässigen. Gib ihr Zeit. Sicher nicht. Ich kenne doch Dana. Wenn die mit ihren Depri-Gedanken erst mal allein ist, dann kommen mir doch noch 1000 Gründe, warum sie sich doch noch von Maxi fernhalten sollte. Als ob so ein blöder Wisch vom Jugendamt so viel zu bedeuten hat. Jessie, das hat er auch. Ihr habt diese offizielle Verpartnerung durchgezogen, damit Dana Max adoptieren kann. Natürlich leidet sie drunter, dass sie jetzt für Max nicht das sein kann, was sie sein will. Und was immer du vorhast, lass es. Warum? Weil ich gerade mit Schrecken daran denken muss, wie dein Plan aussah, Dana und mich eifersüchtig aufeinander zu machen. Wieso hat doch funktioniert? Ihr seid doch jetzt wieder zusammen. Und trotzdem, Dana muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Konstellation nun mal so bleibt, wie sie ist. Der hilft auch keine zwanghafte Familienzusammenführung. Du hast doch keine Ahnung. Das erreiche ich genau damit. Das bist ja du. Gut siehst du aus. Irgendwie anders. Also, ne? Oh, das ist halt echt ein süßes Pärchen. Läuft ja doch was zwischen euch. Nein, natürlich nicht. Wir wollten auf dem Foto nur zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten.
Aber ich fürchte, ich habe da ein bisschen übertrieben. Ja, das kann man so sagen. Aber ich meine, ihr zwei, das wäre ja auch ein bisschen daneben. Wieso das denn? Ist ja nicht mit deiner Schwester zusammen? Ja, stimmt. Und ich konzentriere mich jetzt auch nur auf die Arbeit. Was hat das damit zu tun? Ich meine, die Show, das ist Giselles großer Auftritt. Ich will nur dafür sorgen, dass alles perfekt ist. Also. Müssen Sie sich so anschleichen? So, von mir aus können wir dann auch so langsam los. Haben Sie nicht ein Meeting? Ja, aber Sebastian hatte keine Zeit und ohne ihn beschränken Tanja und ich unsere Gespräche traditionsgemäß auf das Nötigste. Ach so. Tja, dann. Schulz, dieser Abstandsschwachsinn ist eine Sache, aber Sie arbeiten auch für mich. Ich möchte, dass Sie das akzeptieren. Und dann verspreche ich Ihnen auch, dass ich Sie nicht mehr als Ersatz für Giselle missbrauchen werde. Also ich spreche jetzt von dem Fototermin. Schon klar. Ja, also von mir aus können wir dann auch los. Ja, schön locker bleiben. Sie sagen jetzt erstmal Sascha Bescheid und ich hole mir jetzt noch schön was zu futtern. Aber ich will dich echt nicht noch länger aufhalten. Ne? Du musst ja zurück zur RTL eigentlich. Ja, gleich. Aber hey, es geht dir gut, dem Kind geht's gut, das Hämatom hat sich von selbst aufgelöst. Ich finde, da sollten wir jetzt erstmal drauf anstoßen. Die Ärztin hat es ja sogar einen optimalen Verlauf genannt. Ja. Hallo. Wir hätten gern zweimal... Wasser? Ja, zweimal Wasser. Gerne. Als du vor ein paar Wochen zusammengebrochen bist und die Ärzte schon meinten, dass du das Kind vielleicht verlieren würdest, da habe ich mir sehr große Sorgen gemacht. Brauchst du jetzt aber nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Plazenta jetzt noch ablöst, ist verschwindend gering. Und jetzt, wo ich offiziell wieder gesund geschrieben bin, kann ich auch endlich meine Eltern besuchen gehen. Hältst du das für eine gute Idee? Das ist doch viel zu anstrengend. Ich meine... Danke. Zum Wohl. Ja, danke. Was hältst du denn davon, wenn du deine Eltern einfach nach Königsbrunn einlädst? Was? Und dich dann direkt mit Tanja zusammen vorstellen, oder was? Die Situation mit uns dreien ist schon schwierig genug. Wenn meine Eltern das mitkriegen, die flippen total aus. Und ich glaube, ein paar Wochen Abstand könnte uns dreien ganz gut tun. Moment, was heißt denn jetzt ein paar Wochen? Ich dachte, wir reden von einem verlängerten Wochenrennen. Was ist denn da der Unterschied? Es gibt keinen Grund für mich, noch länger bei euch zu wohnen. Ich bin wieder gesund. Ja, gerade weil du dich bei uns ausgeruht hast. Ich meine, wenn du jetzt direkt wieder losrennst und arbeitest und fotografierst und dann bildet sich vielleicht ein neues Hämatom und dann? Ich lasse es ruhig angehen, versprochen. Was ist denn, wenn irgendwas anderes passiert? Dann brauchst du plötzlich einen Arzt und dann hängst du bei deinen Eltern fest. Du weißt, wie abgelegen die wohnen. Ich passe auf unser Baby auf und meine Eltern auf mich. Mach dir bitte keine Sorgen. Wo ist Schulz? Die muss noch mal weg. Ach, Entschuldigung, Dass wir auch immer auf Sie warten müssen. das ist jetzt ein Scherz, oder? Was sonst? Entschuldigung. Wo wollen Sie hin? ich fahre die zwei eben mal zum Stofflieferanten. Nein. Sie sind nicht als Fahrer engagiert, sondern als Hausmeister. Fühlen Sie sich irgendwie unterbeschäftigt? Nein, sicher nicht. Schön, dann kümmern Sie sich doch einfach mal um die Jalousie in meinem Büro. Die klemmt nämlich immer noch. Frau von Lahnstein, wir sind gleich wieder zurück. Es geht auch darum, dass Sascha ein paar Stoffballen mit einlädt. Ich bin mir sicher, Herr Hellström schafft das ganz gut alleine. Und ansonsten hat er noch Sie. Sie ist der Chef. Ja, muss sie auch immer wieder raushängen lässt. Ich habe ihn direkt vor der Tür gepackt. Herr Hellström, können wir? Ja, was hier Sie fahren. Ein Adoptionsvertrag. Ja. Ohne so einen Vertrag fühlt sich Dana irgendwie nicht wie die richtige Mama 2. Und deswegen mache ich ihr selbst einen. Das ist wirklich sehr, sehr süß von dir. Aber ich fürchte, es geht Dana nicht um das Blatt Papier, sondern darum, was damit zusammenhängt. Danke, Biggie, aber so schlau war ich jetzt auch schon. Aber der Zug ist abgefahren. Dana darf Maxi nicht adoptieren. Trotzdem will ich nicht mit ansehen, wie sie sich immer weiter aus der Familie rauszieht. Ja,
Meinst du, das will sie wirklich? Vielleicht braucht sie einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, wir haben die Zeit nicht. Wir brauchen unsere Mama 2. Na gut. Dann lass uns doch einfach mal überlegen, was in so einem Adoptionsvertrag drinstehen könnte. Geteiltes Sorgerecht heißt ja auch geteilte Pflichten. Also schreib auf. Windeln wechseln, Schnuller wiederfinden, Kita-Einführung, Schultüte basteln. Moment, so schnell bin ich nicht. Joggen. Ja, schreib auf. Dana muss einmal die Woche joggen gehen mit Maxi. Damit die beide ihre gute Figur halten. Klar. Und wir haben beide das Recht, mit Maxi das erste Bier zu trinken. Und die Schule natürlich. Was Maxi mal beruflich machen möchte, darf er sich aber schon noch selber aussuchen, oder? Er wird Arzt wie Ricky, was sonst? Uni ist noch ein wichtiger Punkt. Die darf nicht zu weit weg sein. Und Dana darf natürlich mitentscheiden. So. Damit ist dann also dein Schicksal besiegelt. Hm? Kleiner, joggender, biertrinkender Arzt. Na komm. Hey, Dana, ich bin's, Jessie. Ja, ich weiß, dass du ganz wenig Zeit hast, aber hättest du vielleicht trotzdem Zeit für eine kleine Pause No Limit? Komm schon, du wirst es nicht bereuen. Okay, ciao. Rebeckas Liste. Ein Glück, dass mir das noch eingefallen ist. Ich dachte schon, Sie wollen sich im letzten Moment noch drücken. Mumpitz. Auch wenn ich noch wirklich viel zu tun habe. Rebecca hat mir eine lange Liste gegeben und ja, da muss ich mich noch unbedingt mit diesem Computerprogramm beschäftigen. Schulz, stopp. Ich hatte eigentlich nicht vor, dieses Thema noch mal anzusprechen, aber bevor das jetzt auf der ganzen Fahrt so weitergeht. Was meinen Sie? Ich bin jetzt mit Giselle zusammen und auch wenn das sicherlich nicht ganz einfach für Sie ist, Sie müssen irgendwie lernen, Ihre Gefühle für mich in den Griff zu kriegen. Das ist ja mal wieder typisch. Das ist ja mal wieder Ihre maßlose Selbstüberschätzung. Ja, vielleicht machen Sie jetzt einfach mal das Auto auf, weil Sie haben den Schlüssel. Schulz, Sie haben vielleicht einen Dickschädel. Vorsicht, nicht bewegen. Was war das? War das etwa meine Brille? Schulz, es tut mir leid. Die ist ja völlig kaputt. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ja, vielleicht können Sie das noch irgendwie so als Monokel. Das soll wieder voll im Trend sein, habe ich gehört. Mann, ohne meine Brille kann ich nichts sehen. Sie haben doch bestimmt noch eine Ersatzbrille zu Hause, oder? Ja, aber dafür ist doch jetzt keine Zeit. Sie müssen uns jetzt zu diesem Stoffhändler fahren. Ich? Ja, wer denn sonst? Da. Adoptionsvertrag. Ja. Du kannst alles handschriftlich ändern. Am besten liest du es dir mal ganz in Ruhe durch. Biggie und ich, wir haben das alles so in Paragraphen eingeteilt. Und der erste Paragraph ist der wichtigste. Hiermit bestätigen wir zu gleichen Teilen für Maximilian Stiel verantwortlich zu sein. Neben dem geteilten Sorgerecht teilen wir das Recht auf durchgemachte Nächte, schmutzige Windeln, Maxis erste Schritte und sein erstes Wort. So, hier, Paragraph 2. Dana Wolf hat die Vollmacht, um Maxi im Ernstfall ins Krankenhaus zu bringen. Die Vollmacht wird in folgendem Umfang erteilt. Warte, hier, lies mal weiter. Behandelnde Ärzte werden gegenüber den Bevollmächtigten der Schweigepflicht entbunden. Paragraph 18. Der Vertrag ist nicht kündbar. Jessie, das ist so süß von dir, aber
Was ist los mit dir? Ich denke, Frieda geht's wieder gut. Ja, klar. Ach, ist nicht so wichtig. Komm schon, raus mit der Sprache. Sie will morgen zu ihren Eltern fahren und will da für ein paar Wochen bleiben. Die werden sich bestimmt rührend um ihre Tochter kümmern und sie nicht im Garten schlafen lassen. Ja, aber die wohnen 500 Kilometer weit entfernt von uns. Könnte ein bisschen anstrengend für sie sein, oder? Wenn sie nicht zu Fuß hinläuft? Ihre Eltern wohnen total abgelegen. Was ist denn, wenn da irgendwas passiert? Soweit ich dich verstanden habe, geht es Frieda und dem Baby gut, hat die Ärztin doch gesagt. Ja. Ja. Geht's dir nur ums Baby oder kann es sein, dass du dich so anstellst, weil du die Mutter auch vermissen würdest? Wieder reparieren. Wissen Sie, wie lange ich diese Brille schon trage? 10 Jahre. Giselle und ich sind damals an unserem 20. Geburtstag losgezogen und ich habe mir dieses Gestell geleistet und Giselle sich so eine peppige Designerhandtasche. Ja, passt ja irgendwie, oder? Beides mal nicht. Wollen Sie jetzt vielleicht mal losfahren? Gleich. Das machen Sie jetzt schon zum 5. Mal. Ich habe mitgezählt. Die Stadt Düsseldorf. Ich könnte ein bisschen Musik gerade wirklich gut gebrauchen. Ich fahre, also bestimme ich die Regeln. Aber Sie fahren ja gar nicht. Gibt's irgendein Problem? Nein. Sebastian, ich habe deine Sorge um Frieda wirklich verstanden. Sie ist die Mutter deines Kindes. Sie hat es beinahe verloren. Deswegen habe ich sie eingeladen, so lange auf Königsbrunn zu bleiben, bis es ihr besser geht. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ihr geht's gut und dem Baby geht's gut. Trotzdem kannst du sie nicht gehen lassen und ich wüsste gerne, warum. Was heißt denn hier, ich kann sie nicht gehen lassen? Es gibt nichts, worum du dir Sorgen machen musst. Das kannst du mir glauben. Entschuldigung, ich wollte kurz mit Sebastian sprechen. Geht das? Ja, natürlich. Ich habe sowieso eine Besprechung mit Rebecca. Fühlt euch wie zu Hause. Habt ihr Stress? Was? Nein, rein geschäftlich. Was machst du hier? Ich wollte noch mal mit dir reden. Ich habe nachgedacht über den Besuch bei meinen Eltern. Es war sicher die richtige Entscheidung, auf Königsbrunn zu bleiben, solange die Gefahr besteht, dass ich das Baby verliere. Aber die Situation war, weiß Gott, nicht einfach für uns alle. Auch für dich und Tanja nicht. Ach, uns macht immer keine Gedanken. Na, dann eben um dich. Also du hast dich ja förmlich zerrieben zwischen Tanja und mir. Aber das musst du jetzt nicht mehr. Unser Baby ist außer Gefahr. Das heißt, es gibt keinen Grund, noch weiter in dieser komischen Konstellation zu wohnen. Was heißt das? Dass ich bis zur Geburt des Kindes zu meinen Eltern ziehe. Habt ihr euch entschieden, was ihr nehmt? Später vielleicht, danke. Also ehrlich gesagt hätte ich irgendwie eine andere Reaktion erwartet.
weiß, es tut mir leid. Jetzt habe ich dir deine schöne Überraschung versaut. Dana, ich weiß auch, dass das jetzt keinen echten Adoptionsvertrag ersetzt, aber ich wollte dir zeigen, dass du Maxis Mama 2 bist und es auch immer sein wirst. Du, ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt mein Testament schreiben werde. Und wenn mir irgendwas zustößt, dann wird Maxi zu dir kommen. Für alles brauche ich eine Vollmacht. Für jeden Arztbesuch, für jeden Kita-Besuch, einfach für alles. Es fällt mir einfach so unheimlich schwer, mich damit abzufinden, weißt du. Tut mir leid. Es ist echt süß von dir. Ich will nicht, dass du gehst. Bitte? Sag mal, hörst du dich eigentlich mal selber reden? Du willst mit Tanja zusammenleben, aber trotzdem Vater von meinem Kind sein. Und verbietest mir, das Schloss zu verlassen? Du hast absolut kein Recht dazu, mir irgendwelche Vorschriften zu machen, kapiert? Ja, das war ja nicht so gemeint. Wie denn dann? Frieda, wenn ich mir vorstelle, dass ich dich niemals wiedersehe, wenn ich mir vor allem vorstelle, dass ich mein Kind niemals wiedersehe, das macht mir Angst. Aber die Angst ist doch völlig unbegründet. Was ist denn los mit dir? Emma ist ja nicht meine einzige Tochter. Wie du weißt, ich habe ja noch ein Mädchen, Christina. Ja. Ihre Mutter ist schon tot und ihr Stiefvater ist mit ihr und seiner zweiten Frau nach Neuseeland gegangen. Sie sind ans Ende der Welt gegangen. Und ich weiß auch, dass es ihr da gut geht. Wir halten noch Kontakt, so gut es eben geht. Du hast mir von Christina erzählt, aber nicht, dass sie in Neuseeland lebt. Ich meine, wenn man ein Kind hat, dann will man es doch auch aufwachsen sehen. Man will auch sehen, wie es sich entwickelt. Man will es beschützen. Es ist ja ein Teil von dir. Aber wenn man sich dann trennen muss, dann fehlt eben dieser Teil. Und dann ist man nur noch ein halber Mensch. Ich verspreche dir, egal wohin ich gehe, diese Geschichte wird sich nicht wiederholen. Du bist der Vater des Kindes und ich werde dir dein Kind niemals vorenthalten. Versprochen. Ist das so was Meditatives bei Ihnen? Hm? Na, Entschleunigung. Reden doch alle von. Das Problem ist nur, so halten Sie den ganzen Verkehr auf. Hey, du Idiot! Hier ist eine 30er-Zone! Entschuldige, Schatzi, jetzt bist du wach. Aber die Mama macht dir gleich einen schönen Apfel-Hirse-Brei. Scheiße, vergessen. Wo kauft die Dana den dann immer? Weißt du was? Wir rufen sie jetzt einfach mal schnell an. Das ist sowieso gut, wenn wir sie intensivieren. Vielleicht sollte ich Herrn Sommerfeld noch mal anrufen und ihm sagen, dass wir später kommen. Und dann fahren Sie mich bitte nach Hause, damit ich meine Ersatzbrille aufsetzen kann. Dann muss ich mir so schnell wie möglich eine neue Ersatzbrille besorgen. Wie lange das wohl dauert? Ich habe keine Erfahrung da drin. Mir ist ja noch nie meine Brille kaputt gegangen. In all den Jahren nicht. Und hoffentlich haben Sie auch noch das gleiche Gestell. Sowas ist ja der Mode unterworfen. Klappe. Ich will ja nicht meckern. Aber meine Brille ist kaputt gegangen, weil Sie nicht richtig aufgepasst haben. Da kann ich ja wohl wenigstens erwarten, dass Sie mich nicht auch noch anblaffen. Jetzt können Sie bitte einmal einfach die Klappe halten, wenigstens bis wir da sind. Stopp!
Sag ich doch, Schwangerschaftsdemenz. Danke, dass du mich hergefahren hast. Danke fürs Zuhören. Mir gehen gerade so viele Dinge durch den Kopf, da ist an Arbeit sowieso nicht zu denken. Willst du auch? Na, bitte nicht. Komm. Ich habe noch gar keine Bilder von dir fürs Familienalbum. Ja gut, dann aber... Komm, dann musst du mit drauf. Komm, gib her. Was? Du kannst es doch gar nicht. Hier? Ja, ne? Na dann zeig mal. Ja, das wird ein super Foto. Spend my nights howling at the moon. Never wake before noon. And when the sun it rises, it always rises soon. 'Cause I spend my nights howling at the moon. Yeah, I never get sleep, sleep, sleep. No, but just reach, reach, reach. I can feel it on the ends of my fingers and taste it on the tips of my teeth. So you see why I never get sleep. Can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nein, nein, Sie kommen gerade recht. Ich habe Hunger. Du auch? Ja, klar, ich bin schwanger. Schön. Geben Sie doch bitte Frau Linze Bescheid und dass sie uns noch was zaubern soll. Selbstverständlich. Ich werde sehen, ob sie noch da ist. Wir müssen ja schließlich alles dafür tun, dass Frau Hansen bei uns auf Königsbrunn bleiben will. Maxi, mein Gott. Jessica, seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon nicht. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Nein, 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 nein. Wir hätten besser aufpassen müssen. Es tut mir so leid. Ich wollte eigentlich nur Dana anrufen. Herr Hellström wollte ja von Anfang an, dass ich fahre. Das hätte ich auch gemacht, aber dann ist meine Brille kaputt gegangen. Weil ich den Brei vergessen habe. Und dann muss ich den Wagen irgendwie losgelassen haben. Das wäre alles nicht passiert. Wenn ich nicht die ganze Zeit auf Hellström eingeredet hätte. Und wenn Dana da gewesen wäre. Und ich wollte ja gar nicht mit ihm fahren. Wo ist er eigentlich? Herr Hellström? Das kann so nicht weitergehen. Nein, das kann es wirklich nicht. Herr Hellström, es ist alles in Ordnung. Hören Sie? Also, ich hätte mich vor den Wagen werfen sollen. Aber wenn mir jetzt was passiert wäre, dann... Was wäre denn jetzt? Ich meine, ich habe noch nicht mal ein Testament gemacht. Testament? Dana hatte die ganze Zeit recht. Es bringt absolut überhaupt nichts, wenn es nicht offiziell ist. Warum kapiert die Nagel das nicht? Wer? Herr Hellström? Seid ihr wirklich in Ordnung? Ja, es geht. Ja, was ist denn das hier? Wird das noch mal? Ja, ist ja gut. Ich komme ja. Marlene? Weißt du, wo Sebastian ist? Der hat Frieda nach Königsbrunn gebracht. Wann das denn? Du, das ist schon eine Weile her. Ich sollte dir Bescheid geben, wenn deine Besprechung zu Ende ist. Der Kerl treibt mich in den Wahnsinn mit seiner Fürsorge für diese Frau. Warum muss er ein Kind mit ihr kriegen? Ja, und jetzt sind die beiden auch noch auf Königsbrunn, ohne dich. Ich bin mir sicher, das kleine Rädchen da oben arbeitet auf Hochtouren. Was würdest du an meiner Stelle denken? Er seilt sich mit seiner schwangeren Freundin ab und lässt mich in der Firma sitzen. Er hat sie heute Morgen schon ins Krankenhaus gefahren. Ja, aber ich dachte, das ist der Grund, warum Frieda auf Königsbrunn wohnt. Damit Sebastian sich um sie kümmern kann. Er übertreibt. Die Ärztin hat gesagt, Frieda ist gesund. Ja, das hat sie mir heute schon erzählt. Tanja, wenn du meine Meinung zu dem ganzen Thema hören willst. Ja, will ich. Wenn du glaubst, dass deine Beziehung zu Sebastian auf einer soliden Basis ruht, dann kannst du dich darauf verlassen. Sebastian liebt dich, das weiß jeder, auch Frieda. Sie wahrscheinlich sogar am besten. Also hast du keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Herr Hellström,
Sie können doch nicht einfach abhauen und den Wagen mitten auf der Straße stehen lassen. Ich muss den ganzen Pulk wütender Autofahrer beruhigen und dann noch jemand überreden, dass er mit dem Wagen auf den Parkplatz fährt. Aber sonst ist alles in Ordnung, verstehen Sie? Jessica und dem Kleinen ist nichts passiert. Nichts passiert. Ich wollte nicht fahren, von Anfang an nicht. Entschuldigen Sie mal, Sie sind mir auf die Brille gelatscht, da konnte ich ja wohl schlecht selber fahren. Das hätte nicht passieren dürfen. Sein Leben zerstört. Frau Nagel, entschuldigen Sie bitte, aber wir müssen ganz dringend reden. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe hier gerade ein kleines Problem. Klein? Kann ich Sie zurückrufen? Ja, vielen Dank, auf Wiederhören. Wie kommen Sie dazu, hier einfach unaufgefordert reinzuplatzen? Sie haben meinem Sohn die Mama 2 genommen. Frau Nagel, das geht so nicht. Frau Stieg, ich hatte Frau Wolf bereits die Rechte zur Adoption bewilligt, bis ich herausfinden musste, dass Sie beide mich mutwillig getäuscht haben. Aber nur weil diese bescheuerten Gesetze uns dazu zwingen. Ja, es ist ja immer so einfach, die Verantwortung abzugeben. Sie haben mich beide zu Ihrer Hochzeit eingeladen und mir vorgespielt, dass Sie ein Paar sind. Auf weitere Lügen kann ich verzichten. Das Thema ist für mich beendet. Ja, für Sie vielleicht, aber für uns ja noch lange nicht. Wissen Sie, es gibt 1000 Regelungen, die besagen, wer ein Kind adoptieren darf oder nicht. Aber wissen Sie, wer nicht gefragt wird? Die Mutter. Dabei sollte die das ja wohl am besten wissen. Frau Stiel, wenn Sie jetzt nicht sofort gehen, dann rufe ich den Sicherheitsdienst. Sie hören mir jetzt zu, bis ich fertig bin. Beruhigen Sie sich. Es ist alles in Ordnung. Wie gesagt, Jessica und dem Kleinen ist nichts passiert. Aber ich hab das nicht gewollt. Was denn genau? Das ist meine Schuld. Es ist doch gar nichts passiert. Doch! Herr Hellström? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Tief durchatmen, ja? Atmen Sie tief in den Bauch hinein. Ich bin bei Ihnen. Ich lasse Sie nicht allein, ja? Wissen Sie, was da noch hilft? Zucker. Zucker hilft immer. Das hat mir mal ein weiser Mann gesagt. Seitdem habe ich immer einen dabei. Hm? So, Finger weg. Setz du dich doch schon mal hin. Hier, Ja, damit unser Kind auch ein paar ernsthafte Bilder im Album hat. Ja. Lass uns die anderen aber auch behalten. Du wirst sehen, es kommen Zeiten, da hört ein Kind auch wieder auf, sich für ihre Eltern zu schämen. Das dauert. Ah, Justus. Guten Tag, Gräfin Lahnstein. Haben Sie Sebastian gesehen? Nein, das habe ich nicht. Au! Bedauere. Es tritt. Da schon wieder. Darf ich mal? Klar. Wow. Der macht ja richtig Party da drin. Der? Was? Ach, oder die, ist doch ganz egal. Hallo? Hier ist dein Daddy. Was machst du denn da drin? Du kannst doch nicht so feste treten. Deine Mama wird doch gebraucht, das sage ich dir. Ja. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Wenn du wirklich willst, dass wir hier bleiben, dann bleiben wir beide hier. Bei dir. Sie vergeuden Ihre und meine Zeit. Bisher haben Sie mir nichts erzählt, was ich nicht bereits weiß. Also gehen Sie jetzt bitte.
Warum verstehen Sie das nicht? Mein kleiner Schatz hier, der braucht 2 Eltern. Und ich bin komplett aufgeschmissen ohne Dana. Dann erteilen Sie Frau Wolf Vollmachten. Das habe ich ja gemacht. Weil ich persönlich auf diesen ganzen Behördenkram scheiße, aber Dana nicht. Das reicht. Ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Mein Sohn hat schon seinen Vater verloren. Aber Dana und ich, wir haben das hingekriegt. Weil wir uns ergänzen. Alles, was ich nicht kann, das schafft sie locker und umgekehrt. Und unsere Beziehung ist echt. Echter geht's eigentlich gar nicht mehr. Wissen Sie, wie viele Paare sich nicht lieben? Aber wir lieben uns. Wir haben vielleicht keinen Sex miteinander, aber das haben die meisten Ehepaare auch nicht mehr. Ich fordere Sie jetzt das letzte Mal dazu auf, zu gehen. Glauben Sie wirklich, dass 2 hetero Frauen wie wir, die eine Beziehung mit einem Mann wollen, einfach so zum Spaß heiraten? Dana liebt Maxi mehr als alles andere auf der Welt. Dana würde alles für Maxi tun. Für unseren Sohn. Und ist es nicht genau das, was eine Mutter ausmacht? Frau Nagel, ich bin chaotisch, kann nicht richtig lesen und schreiben. Aber Dana, die ist eine absolute Spitzenmama und kann selber keine Kinder kriegen. Und jetzt darf sie Maxi nicht adoptieren? Das ist doch ungerecht. Ja, verbinden Sie mich bitte mit dem Sicherheitsdienst. Ist das Ihr Kind? Süß. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass irgendjemand Ihnen sagt, dass Sie nicht mehr offiziell die Mama sind. Weil irgend so ein Scheißamt das so entschieden hat. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Raus! Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht Auto fahren wollen, wir hätten da sicher eine andere Lösung gefunden. Wollen Sie mir denn nicht erzählen, was passiert ist? Sie haben einmal einen Unfall miterlebt, oder? Und dabei ist jemand verletzt worden. Hat das mit der Sache zu tun, die ich im Internet gefunden habe? Dass Ihr früherer Arbeitgeber sich von Ihnen distanziert hat? Können Sie dir einfach mal die Klappe halten? Wie bitte? Das ist doch alles nur Ihretwegen passiert. Meinetwegen? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen die Klappe halten, aber das können Sie ja nicht. Sie müssen ja immer alle zutexten. Aber ich will Ihnen doch nur helfen. Das können Sie aber nicht. Niemand kann das. Verstehen Sie das nicht? Sie sind schuld, dass ich beinahe jemanden umgefahren hätte. Weil Sie mir mit Ihrem Gequatsche dermaßen auf die Nerven gehen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, halten Sie sich endlich aus meinem Leben raus.